Direkt bei Garmisch-Partenkirchen erwartet uns mit der Wanderung auf den Wank ein 1A Aussichtsbalkon und Panoramaberg. Willkommen bei Gipfelschluck, los geht's! Meine Wanderung auf den Wank beginnt von der Bushaltestelle Schlatan, die man mit dem Bus von Garmisch Bahnhof in gut 10 Minuten erreicht. Bei Anreise mit dem Pkw kann man auf einem kleinen Parkplatz beim Höfle parken, den ich nach gut 10 Gehminuten passiere. Der erste Wegabschnitt führt uns in einer knappen Viertelstunde zur Einkehrmöglichkeit Gschwandnerbauer, die zum Zeitpunkt meiner Wanderung in der Nebensaison aber geschlossen ist. Ab dem Gschwandnerbauer sind wir auf einem kleinen, gut zu gehenden Wanderpfad unterwegs. Beim Aufstieg bieten sich nun immer wieder tolle Ausblicke in Richtung des südlich von uns gelegenen Wettersteingebirges, was heute durch die wechselnden Konstellationen der Wolken eingeschränkt wird teilweise, aber manchmal auch aufgewertet wird. Diese Tour wurde übrigens maßgebend inspiriert vom empfehlenswerten Roter Wanderführer Zugspitze. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nach etwa 500 Höhenmetern im Anstieg erreichen wir eine Weggabelung, an der wir in einer halben Stunde nun Richtung Esterbergalm weiterwandern könnten. Für mich geht es aber natürlich weiter bergauf, ab hier fehlen noch 400 Höhenmeter bis zum Gipfel des Wank. Nach gut 2 Stunden im Anstieg erreichen wir nun den Rosswank, Vorgipfel des Wank. Hier könnte man nun geradeaus direkt zum Wank-Hauptgipfel weitergehen. Wir biegen aber links ab auf den Panoramaweg, sodass wir auf der Südseite des Rosswank die wunderbare Aussicht genießen können. Der Panoramaweg mit seinen vielen tollen Pausenbänken ist ein schöner, gut zu gehender Spazierweg, der von der Seilbahnstation am Gipfel des Wank begangen werden kann. Damit ist er eine gute Option für all jene, die eine Wanderung mit gut 1000 Höhenmeter im Anstieg vom Tal aus nicht auf sich nehmen möchten oder können. Nach einer Gesamtgehzeit von etwa 2,5 Stunden und einer halben Stunde auf dem Panoramaweg erreichen wir bei frostigen und windigen Verhältnissen den Gipfel. Das normalerweise grandiose Gipfelpanorama hier mit Blick auf Karwendel, das Wettersteinmassiv inklusive Zugspitze, ist heute durch die Wolken etwas getrübt, was mich aber natürlich nicht daran hindert, das mitgebrachte Gipfelbier zu genießen. Leckeres Kellerbier aus dem Brauhaus Garmisch, zum Wohl! Vorbei am Gipfelkreuz des 1780 Meter hohen Wankgipfel geht es nun für mich an den Abstieg in Richtung Esterbergalm. Auf dem Abstieg begegnen uns schöne Ausblicke über das Estergebirge, in dem wir uns aktuell befinden. Dieses Gebirgsmassiv nordöstlich von Garmisch erstreckt sich von der Loisach im Westen bis zur Isar im Osten. Von der Esterbergalm führt die beschriebene Wanderroute aus dem Roter Wanderführer zurück zur Aufstiegsroute über den Gschwandnerbauer, zurück zum Parkplatz am Höfle. Da ich mit ÖPNV unterwegs bin und damit flexibel, nehme ich aber die direkte Abstiegsroute über den Fahrweg von der Esterbergalm in Richtung Partenkirchen. Auf dem Abstieg kommt dann tatsächlich noch etwas Bewegung in die Wolkenwelt, sodass sich der eine oder andere schöne Blick in Richtung des Wettersteingebirges noch einmal öffnet. Daher auch schon ein kleines Fazit: Der Wank ist ein super Aussichtsberg, der sich auf einfachen Wanderwegen erreichen lässt. In der Hauptsaison geht es auch mit der Seilbahn. Etwas ruhiger ist dann sicherlich der Hohe Ziegspitz, auch ein sehr empfehlenswerter Aussichtsberg bei Garmisch mit direktem Blick auf die Zugspitze. Schaut auch gerne mal mein Tourvideo dazu rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck, habt Spaß und seid freundlich miteinander.